Auf Radreise wild zu campen macht einen großen Teil unserer Reise aus, den wir auf keinen Fall mehr missen wollen. Dabei entspricht Wildcampen in den seltensten Fällen dieser Instagram-Romantik, die uns allen die absolute Freiheit, tiefrote Sonnenuntergänge und völlige Einsamkeit verspricht. Versteht uns nicht falsch, wir lieben das Wildcampen und wir haben in unseren 500 Nächten im Z auch schon den einen oder anderen perfekten Campspot gefunden. Aber in der Realität ist es eben so, dass man beim Wildcampen auf einiges achten muss und es gar nicht so leicht ist, einen guten Platz zu finden. In dem Video zeigen wir euch in 14 Schritten, worauf es beim Wildcampen ankommt und wie es schafft, eine sorglose Nacht im Z zu verbringen. Beginnen wir mit der Planung. Zuallererst solltest du dich über die rechtliche Lage jenes Landes informieren, in dem du dich gerade befindest. Camping-Verbotszonen, die haben oft einen Grund und die sollte man nicht einfach unbeachtet lassen. Besonders in dicht besiedelten Gebieten, wie zum Beispiel Zentraleuropa, ist es ein großes Thema. In Skandinavien gibt es das Jedermannsrecht, das unter gewissen Voraussetzungen das Wildcampen erlaubt. Aber selbst dort mehren sie die Camping-Verbotszonen, wenn sie zu viele Menschen auf einem Ort versammeln. Das ist zum Beispiel auf der Inselgruppe Lofoten im Norden Norwegens der Fall. Weil die Inseln mittlerweile so viele Touristen anziehen, muss das Wildcampen auf gewisse Zonen beschränkt werden. Ihr seht, es gibt also nicht nur länderspezifische Regelungen, sondern mancherorts auch regionale Unterschiede. In vielen Ländern ist das Wildcampen allerdings nicht so stark reglementiert. Daher empfehlen wir neben der offiziellen rechtlichen Lage vor allem auch die Landesgepflogenheiten des jeweiligen Landes kennenzulernen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Wildcampen in jedem Land eine ganz eigene Dynamik annimmt. So ist zum Beispiel das Campen im Iran oder im Oman schon fast ein Volkssport und quasi überall erlaubt oder geduldet. Ja, manchmal ist es sogar gern gesehen. In Thailand gibt es in fast jedem Dorf einen Tempel, wo, wenn man höflich fragt, oft zur Zeit aufstehen darf und sogar die Toiletten und die Duschen nutzen darf. In muslimischen Ländern sind wir oft eingeladen worden, in Moscheen zu nächtigen. In Skandinavien zum Beispiel gibt es das Shelter-Netzwerk, davon haben wir in vielen unserer Videos ja bereits erzählt. Besonders in Dänemark, Finnland und Schweden sind die kostenlosen Shelterplätze unglaublich gut ausgebaut und sehr gut instand gehalten. Oft findet man dort auch eine Trockentoilette, eine Feuerstelle oder sogar Feuerholz. Ist man auf der Suche nach einem guten Wildcampingplatz und man ist sich nicht sicher, ob man dort campen darf oder nicht, empfehlen wir immer den Grundbesitzer oder einfach die Menschen vor Ort zu fragen. Wer um Hilfe fragt, der kriegt sie nämlich meistens auch. Als wir zum Beispiel durch Deutschland geradelt sind, haben wir so gut wie jeden Abend bei jemandem zu Hause angeklopft und gefragt, ob wir uns hier oder da für eine Nacht und zur Zeit aufstellen dürfen. Abgelehnt sind wir da wirklich kein einziges Mal geworden. Auf unserer Weltreise ist es uns auch immer wieder passiert, dass wir, als wir gefragt haben, ob wir uns zur Zeit aufstehen dürfen, zum Abendessen eingeladen worden sind oder man hat uns Frühstück oder Tee ans Zelt gebracht. Dadurch sind echt unglaublich schöne Begegnungen entstanden, an die wir uns bis heute gern zurückerinnern. Wir nutzen zum Beispiel ganz gern Satellitenbilder, um nach einem geeigneten Wildcampingplatz Ausschau zu halten. Dafür suchen wir auf Google Maps nach grünen oder leeren Flächen mit kleinen Seitenstraßen. Mit der Zeit entwickelt man im jeweiligen Land ein Gefühl dafür, welche Gebiete ein hohes und welche Gebiete ein geringes Potenzial zum Wildcampen haben. Wenn du einen potenziellen Platz für die Nacht gefunden hast, musst du erstmal die Lage vor Ort abklären. Fühlst du dich an dem Ort wohl oder gibt es was, das dir komisch vorkommt? Ein gutes Bauchgefühl ist wichtig für eine erholsame Nacht. Je öfter du eine Nacht im Zelt verbringst, desto besser wird dein Gefühl für solche Orte. Ist irgendwie grindig da. Achte auf die Umgebung von deinem Zeltplatz, besonders wenn du in der Nähe von Gewässern schlafst. Flut und Ebbe gibt es nämlich nicht nur am Meer, sondern auch in Seen und Flüssen. So kann ein wunderbarer Campspot am Fluss zu einem bösen Erwachen in der Nacht führen. Übrigens, campier niemals in einem ausgetrockneten Flussbett. Das kann wirklich schlimm ausgehen. Des Weiteren solltest du auf potenzielle Gefahren von herabfallenden Ästen oder Steinschlag achten. Auch Mulden oder größere Unebenheiten im Boden können dazu führen, dass du beim starken Regen schnell im Wasser stehst. In manchen Gebieten ist vor allem auf den Wind zu achten. Gerade im Norden Skandinaviens ist man aufgrund der fehlenden Vegetation oft starken Windböen ausgesetzt. Versuch das Gelände so zu nutzen, dass du ein bisschen vom Wind geschützt dein Zelt aufstellen kannst. Es lohnt sich, in verschiedene Richtungen zu gehen, um kleine Ecken zu finden, wo vielleicht der Wind ein bisschen weniger ist. Komplette Windstille hingegen bedeutet auch, dass dein Zelt weniger durchlüftet wird und du mehr Kondenswasser am Morgen hast. Für einen guten Schlaf ist es essentiell, dass der Boden eben ist. Bei der kleinsten Neigung wirst du die Nacht von der Isomatte rutschen und das nervt extrem.
Weil kleine Schieflagen mit freiem Auge nicht unbedingt erkennbar sind, raten wir dir, einen Liegetest zu machen. Einfach die Zeltplane auf dem Boden auflegen und kurz Probe legen. So erkennst du schnell, welche Position sie eben anfühlt. Bevor man sich für einen Platz entscheidet, ist es wichtig abzuklären, ob sich die Bodenbeschaffenheit überhaupt eignet. Kann ich auf dem Untergrund mein Zelt abspannen? Das ist besonders wichtig, wenn in der Nacht die Wahrscheinlichkeit für Wind, Regen oder gar ein Gewitter steigt. Je besser dein Zelt abgespannt ist und je besser die Heringe im Boden haften, desto weniger Sorgen hast du im Falle eines Wetterumschwungs. Dabei können dir auf hartem Untergrund Steine eine große Hilfe sein. Wir sichern oft unsere Heringe zusätzlich mit schweren Steinen ab, um sicherzugehen, dass in der Nacht nichts passiert. Am Strand oder in der Wüste haben wir oft leere PET-Flaschen gesammelt und die mit Sand aufgefüllt. Das zusätzliche Gewicht sorgt dann dafür, dass die Heringe nicht so leicht aus dem sandigen Boden rausgezogen werden. Die Befestigung des Zelts spielt natürlich je nach Zelttyp eine wichtigere oder eine weniger wichtige Rolle. Wir zum Beispiel haben ein freistehendes Kuppelzelt, das gegebenenfalls auch ohne Heringe steht. Tunnelzelte hingegen brauchen eine feste Verbindung zum Boden, um überhaupt stehen zu können. Hast du nun einen Ort gefunden, an dem du dich wohlfühlst, der eine ebene Fläche bietet, der keine klar erkennbaren Gefahren birgt und dessen Bodenbeschaffenheit sich für dein Zelt eignet, dann kannst du dich nun an die Arbeit machen und den Untergrund säubern. Entfernen eventuell Müll, große Steine oder auch Dornen, die dir ein Loch in der Isomatte machen können. Zerstör dabei aber nicht die gesamte Vegetation. Was die Zeltplatzsuche angeht, muss man so realistisch sein und sagen, dass man in der Realität nicht immer einen Platz findet, der alle Kriterien erfüllt. Es ist uns schon des Öfteren passiert, dass wir mehrere Stunden nach einem Zeltplatz gesucht haben und in solchen Situationen geht man dann viel Kompromisse ein. In den meisten Fällen aber finden wir rechtzeitig vor Sonnenuntergang am Platz und haben dann nur genügend Zeit für die gesamte Abendroutine wie Kochen, Waschen und Zelt aufbauen. Wenn dann abends das Zelt aufgebaut ist und man frisch gewaschen in den Schlafsack kriegt, hat man vor dem Einschlafen meistens noch ein bisschen Zeit, um zu lesen oder einen Podcast zu hören. Und das führt uns auch schon zum Sponsor des heutigen Videos, und zwar Blinkist. Vielen Dank an der Stelle an Blinkist, dass ihr das Video ermöglicht. Blinkist fasst die Kernaussagen von Sachbüchern in kurzen, ca. 15-minütigen Kurztexten zusammen. Die Kurztexte werden Blinks genannt und die kann man dann entweder lesen oder sie eben anhören. Ich persönlich höre mir die Buchzusammenfassungen viel lieber an, weil das kann ich sogar während dem Radlfahren machen. Denn ehrlich gesagt, Hörbücher und Podcasts sind an Tagen, wo man eigentlich überhaupt keine Lust aufs Radlfahren hat, eine große mentale Stütze für uns auf Reisen. Auf Blinkist gibt es mittlerweile über 5.500 Titel aus 27 Kategorien. Die Kategorien, die reichen von Natur und Umwelt bis zu Finanzthemen, persönliche Entwicklung, Biografien oder man findet auch Bücher über das Reisen. Ich habe mir zum Beispiel endlich den Reiseklassiker Couchsurfing im Iran von Stefan Ort angehört. In dem Buch geht es um seine Reise durch den Iran, wo Couchsurfing zwar streng verboten ist, aber es trotzdem über 10.000 aktive Mitglieder gibt und somit muss ganz viel hinter verschlossenen Türen stattfinden. Wer unsere Videos aus dem Iran gesehen hat, der weiß, wie unglaublich gastfreundlich die Menschen sind und das spiegelt sich ja in seinem Buch wieder. Als nächstes muss ich unbedingt sein zweites Buch Couchsurfing in China anhören. Blinkist eignet sich einfach wunderbar, wenn man sich über verschiedene Themen informieren möchte, aber nicht immer gleich das ganze Buch lesen will. Mit dem Link www.blinkist.com/saddlestories kriegt ihr 25% auf das Premium-Jahresabo und wer es einfach mal ausprobieren möchte, der kann Blinkist mit dem Probeabo 7 Tage kostenlos testen. Ich bin mir sicher, dass auch ihr interessante Themen auf Blinkist findet. Schauen wir uns einmal genauer an, welche Verhaltensregeln uns dazu verhelfen, möglichst unentdeckt zu bleiben. Willst du unentdeckt bleiben, achte vor Ort darauf, wie leicht der Platz erreichbar ist und versuche einzuschätzen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass hier jemand vorbeikommt. Kommt hier eine beliebte Gasserunde entlang gehen? Geht man hier spazieren oder ist der Spazierweg etwas weiter weg? Campiert man aber an einem belebten Ort, dann kann es ratsam sein, möglichst spät sein Zelt aufzustellen, bzw. möglichst früh auch wieder abzubauen. Wir achten auch bei der Zeltwahl auf die Farbe von unserem Außenzelt. Ein dunkles Grün oder ein Braun sind Farben, die sich gut in viele Umgebungen eingliedern. Ein knallrotes Zelt macht sich nur auf Instagram-Bildern gut, hat aber aus unserer Sicht sonst eher keine Vorteile. Um nicht sofort gesehen zu werden, ist es ratsam, das Zelt, wenn möglichst etwas erhöht aufzustellen. Wenn die Straßen oder ein Weg weiter unten verläuft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die oben jemand entdeckt, relativ gering. Denk außerdem dran, dass dir das Licht deiner Stirnlampen schnell verraten kann, sobald es dunkel ist.
Ein kleines Licht ist selbst in der Dunkelheit aus weiter Entfernung sichtbar. Manchmal ist man aber unter Zeitdruck und muss neben der Straße campen. Dann soll man auf ausreichend Sichtschutz achten, durch Gebüsch oder durch eine Mauer zum Beispiel. Ein weiterer sehr wichtiger Hinweis ist der respektvolle Umgang mit der Natur und Umwelt. Die wichtigste Regel dabei ist, dass man außer ein paar zusammengedrückte Grashalme absolut keine Spuren hinterlässt. Es sollte mittlerweile selbstverständlich sein, dass man seinen Müll sammelt und wieder mitnimmt. Wir verhalten uns beim Wildcampen immer leise, tragen keine laute Musik auf und machen kein Lagerfeuer. Eine große Ausnahme bezüglich Lagerfeuer war Skandinavien, wo man oft auf vorbereitete Feuerstellen mit ausreichend Feuerholz trifft. Aber hier gibt es aufgrund der Trockenheit im Sommer und der daraus resultierenden Waldbrandgefahr strikte Feuerverbotszonen, die man unbedingt einhalten muss. Wenn du die abends waschen möchtest und zufällig neben am Fluss oder am See dein Zelt aufgestellt hast, dann nimm niemals die Seife mit ins Gewässer. Schöpf das Wasser aus der Wasserquelle und wasch die und deine Kleidung mit ausreichend Abstand zum Gewässer. Du musst einmal auf die Toilette, such dir eine gut versteckte Stelle und grab ein Loch, um niemand wissen zu lassen, dass du hier warst. Mehr zur Körperhygiene auf Radreisen findest du in dem Video, das wir dir hier oben rechts verlinken. Generell würden wir niemals über Zäune klettern, Campingverbotsschilder missachten oder in Tierschutzzonen campieren. Wir haben allerdings schon öfters die Situation gehabt, dass wir an solchen Orten campieren haben dürfen, weil wir vor Ort um Erlaubnis gefragt haben. Immer wieder ist es uns auch passiert, dass uns Bauern erlaubt haben, am Rand ihrer landwirtschaftlich genutzten Flächen unser Zelt aufzustellen. Deswegen nur mal der Hinweis, wenn man sich unwohl fühlt oder nicht sicher ist, ob man hier campieren darf, wenn möglich einfach fragen. Für mich persönlich war das Wildcampen vor unserer ersten Reise immer eine meiner größten Sorgen. Ich habe mir immer gedacht, ich werde vor lauter Angst kein Auge zu machen. Zum Glück ist die Sorge bis jetzt absolut unbegründet geblieben. Aber ein paar potenzielle Gefahren, die gibt es natürlich trotzdem. Fangen wir an mit der ersten Gefahr, und zwar die Tiere. Am häufigsten hat man es neben Moskitos und Zecken wahrscheinlich mit Hunden zu tun. Wir haben die eine oder andere Nacht gehabt, an denen Hunde an unser Zelt vorbeigestreift sind. Besonders in der Türkei war das der Fall. Wir haben immer einen Dog Taser im Zelt griffbereit, der für Hunde ein unangenehmes Geräusch auslöst. Dieses Gerät hat uns schon das ein oder andere Mal geholfen, aber manche Hunde lässt der Ton wirklich völlig kalt. Wie man sich gegen Hunde beim Radfahren wehren kann, dazu haben wir übrigens einen Blogartikel geschrieben, den Link findet ihr unten in der Infobox. Ein richtiges Problem haben wir allerdings mit Hunden nie gehabt, sondern vielmehr mit Füchsen. 2 Mal sind wir bisher in der Nacht von einem Fuchs angegriffen worden. In Tadschikistan hat der Fuchs sogar unser Zelt eingerissen und hat uns über die Nacht immer wieder attackiert. Auch in Norwegen ist unser Fuchs in der Nacht gegen unser Zelt gesprungen. Zum Glück ist bei dem Angriff alles heil geblieben. Wir haben also auch keine Lösung, was man dagegen tun kann, außer dass man eben kein Essen vom Zelt liegen lässt. Falls ihr hilfreiche Tipps gegen Fuchsattacken habt, schreibt uns die gerne in die Kommentare. Wir waren auch schon ein paar Mal in Bärengebieten. Dort ist es wichtig, dass alles, was duftet, also Essen und Hygieneartikel, weit weg vom Zelt gelagert werden und dass man die am besten auf einem Baum aufhängt. Außerdem sollte man abends nicht vom Zelt kochen, sondern auch dafür mindestens 100 Meter vom Zelt weggehen. Denk also immer an die Tierwelt vor Ort, erkundigt dir, welche giftigen Tierchen dir erwarten, weil dann passiert es dann nicht so wie uns, dass man einfach völlig unerwartet von einem der giftigsten Skorpione heimgesucht wird. Wir haben auf all unseren Reisen und Campen so gut wie keine negativen Erfahrungen mit Menschen gemacht. Hier und da hören wir ja immer wieder von schrecklichen Ereignissen, aber in Anbetracht dessen, wie viele Menschen täglich in der freien Natur übernachten, sind das wirklich die absoluten Ausnahmen. Rational betrachtet sollte man sich also vor anderen Menschen beim Wildcampen nicht fürchten. Bei uns beschränken sich die negativen Erfahrungen auf einen lästigen Typ, der sich als Polizist ausgegeben hat und uns spät abends einfach von dem Ort vertreiben wollte. Ansonsten haben wir unzählige positive Erinnerungen mit Menschen, die uns beim Zelten besucht haben, uns Hilfe angeboten haben oder sogar zu sich nach Hause eingeladen haben. Trotz all dieser positiven Erfahrungen, die wir machen haben dürfen, halten wir zur Sicherheit immer ein Messer im Zeltgriff bereit, einfach in der Hoffnung, dass wir es niemals anfassen müssen. Besonders im Sommer sind aufkommende Gewitter eine große Sorge beim Wildcampen. Die erste Regel lautet daher immer, dass man Campen bei Gewitter absolut vermeiden sollte. Wir sind trotzdem zweimal in diese schreckliche Situation gekommen, dass direkt über uns ein heftiges Gewitter aufgezogen ist und wir haben nicht recht gewusst, wie wir mit der Situation umgehen sollen. In beiden Fällen haben wir Schutz bei Häusern gefunden, allerdings waren die Gewitter so heftig, dass unser Zelt jedes Mal kurz davor war, davon zu schwimmen.
Wie verhält man sich also bei Gewitter richtig? Zuallererst sollte man möglichst wenig Bodenkontakt haben. Mit geschlossenen Beinen auf eine trockene Matte hocken und wenn möglich mindestens 3 Meter Abstand zu deinem Partner halten. Der Zeltplatz, der sollte nicht auf exponierten Plätzen wie auf einem Hügel oder Bergkamm sein. Stell dein Zelt niemals in Überschwemmungszonen wie Mulden oder trockene Flussbetten auf, weil diese bei Starkregen ganz schnell füllen können. Vor Blitzschlag bietet der Waldrand keinerlei Schutz. Auch einzelne Bäume auf freien Flächen bieten keinen Schutz, sondern erhöhen die Gefahr eines Blitzschlags sogar. Wenn du keinen Unterschlupf bei einem Haus oder Hütte aufsuchen kannst, such dir eine Mulde oder Grube möglichst weit weg vom nächsten Baum und hock die mit geschlossenen Beinen hin. Die geringste Gefahr, durch einen Blitz getroffen zu werden, hast du im Wald. Denk aber daran, dass Bäume bei starkem Unwetter umfallen und Äste abbrechen können. Wie bereits erwähnt, war der Gedanke an das Wildcampen einer meiner größten Sorgen vor unserer ersten Abreise. Ich habe davor vielleicht 2-mal wild campiert und es war jedes Mal eine Horrornacht, weil ich mich nur gefürchtet habe. Meine Fehler damals waren ganz klar, dass ich keine Ahnung gehabt habe, worauf ich eigentlich achten soll. Die Platzwahl war eine absolute Katastrophe und ich habe jede Ameise krabbeln gehört. Mittlerweile schlafe ich beim Wildcampen wie ein Baby, allerdings nur, wenn wir zu zweit unterwegs sind. Allein draußen zu schlafen wäre für mich bestimmt auch heute noch eine große Herausforderung. Ich kann nur allen empfehlen, die sich unsicher fühlen beim Wildcampen, dass Grundbesitzer fragen, ob sie ein Zelt aufstellen dürfen. Damit meine ich nicht unbedingt, dass man jemanden fragt, ob man sein Zelt in seinen Garten aufstellen darf, sondern zum Beispiel, dass man zu einem Bauernhof geht und fragt, ob man sein Zelt am Waldesrand oder auf einer unbenutzten Fläche vom Bauernhof aufstellen darf. Dadurch hat man dann einen super Platz, man hat den Grundbesitzer gefragt, man kann beruhigt schlafen und kann es richtig genießen, das Wildcampen. Je öfter man das macht, desto mehr Vertrauen kriegt man in den ganzen Prozess und desto einfacher wird es. Und mit der Zeit entwickelt man dann ein richtig gutes Gespür dafür, ob das ein guter oder ein schlechter Campingplatz ist. Ich denke, dass allein unterwegs zu sein und dann auch noch allein wild zu campen eine ordentliche Portion Mut und Selbstvertrauen braucht. Wenn man es aber schafft, seine Sorgen zu überwinden und sich der Herausforderung zu stellen, löst bestimmt ein richtig gutes Gefühl aus und man kann auch ein bisschen stolz auf sich sein. Irgendwann werde ich den Reini mal daheim lassen und das auch ausprobieren, ganz allein.